Ich besitze 3 Immobilien. 2 davon vermiete ich seit einiger Zeit über Airbnb und die dritte ist mein Zuhause in München. Anstelle meines Zuhauses spielt diese Geschichte in meiner anderen Wohnung im bayerischen Bosch. Das Haus liegt an einem sehr ruhigen Ort, umgeben von dichten Wäldern und weit weg von anderen Menschen. Der Ort zieht auch Paare an, die einen abgeschiedenen Ort zum Ausruhen und Entspannen suchen. Manchmal vermiete ich es an ein paar Personen oder kleine Familien, aber bei größeren Menschenmengen bekomme ich immer Angst. Die letzten Mieter waren 4 Freunde, die es für ein Wochenende gemietet hatten. Ich hatte Bedenken, ob das Haus in Ordnung war, weil Mieter in solchen Fällen oft dazu neigen, etwas kaputt zu machen oder zu beschädigen. Der Meteorologe hatte für das Wochenende starken Schneefall und eisige Temperaturen vorhergesagt. Im bayerischen Wald sind die Winter normalerweise sehr kalt, und ich wusste, dass es ziemlich gefährlich werden könnte, wenn man in einen Schneesturm geriet. Als ich mich auf den Weg machte, hatte es bereits zu schneien begonnen. Die schmale Straße, die von der Autobahn abzweigte und zu meinem Haus führte, war mit einer dicken Schneedecke bedeckt. Ich fuhr langsam und vorsichtig und redete dabei, da ich auf keinen Fall in Schwierigkeiten geraten wollte, wenn ich in das Innere des Waldes kam. Schließlich dauerte die Fahrt etwa 2 Stunden und ich kam am Haus an. Diese Gruppe war etwa 3 Tage vor diesem Tag aus dem Haus geflohen, und da es seitdem ununterbrochen geschneit hatte, mussten die Fußspuren im Schnee inzwischen verschwunden sein. Ich hielt mein Fahrzeug direkt vor dem Haus an und stieg aus. Die Fußabdrücke begannen irgendwo am Waldrand und endeten dann irgendwie im Haus und schienen sich dann um dessen Peripherie herum zu bewegen. Mein erster Gedanke war, dass sie möglicherweise den letzten Bewohnern des Hauses gehörten, die vielleicht noch Wertgegenstände hatten, die sie zurückholten. Je genauer ich jedoch hinsah, desto weniger Sinn ergab es. Die Abdrücke waren neu und es gab keine Autospuren auf dem Weg, der zur Hauptstraße führt. Jemand war zu diesem Ort gelaufen und dieser jemand kam aus dem Wald. Ich fühlte mich unwohl, als ich die Treppe zur Veranda hinaufschlenderte und den Schlüssel ins Schloss steckte. In dem Moment, als ich die Tür öffnete, schlug mir die kalte und abgestandene Luft entgegen. Als ich hineinging, hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte und gleich etwas passieren würde. Leere Bierdosen und halb ausgetrunkene Gläser lagen im Wohnzimmer des Hauses verstreut. Ich spähte durch die Fenster in die Weite des Waldes draußen, aber es war niemand zu sehen. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass ich den Raum mit jemandem teilte. Ich stellte den Sicherheitsknopf an der Eingangstür um, bevor ich anfing, Dinge einzusammeln. Während ich die Bierdosen in einen Müllsack stopfte, hörte ich ohne wirklichen Grund ein dumpfes Geräusch von draußen. Ich hielt inne und konzentrierte mich auf mein Gehör. Es war kein gewöhnliches Geräusch, das man von einem Tier erwarten würde. Es klang wie das absichtliche Knirschen von Schnee, als würde jemand absichtlich auf den Boden treten. Ich schlich mich zum Fenster und schaute hinaus, aber der Schneesturm zeigte keine Anzeichen von Nachlassen. Stattdessen bemerkte ich einen heftigen Anstieg meiner Herzfrequenz und musste im Kopf ausrechnen, ob es klug wäre, jemanden anzurufen. Diesen Gedanken verwarf ich jedoch schnell wieder. Ich schätze, das war nur meine blühende Fantasie. Es war ein altes Haus, und manchmal drangen die seltsamsten Knarren und Schlurfen durch die Holzpaneele. Selbst dann konnte ich das beruhigende Knirschen von Schnee hören. Schritte, die sich langsam im Haus bewegten. Plötzlich lief mir der kalte Schweiß den Rücken hinunter. Ich nahm mein Handy und schaltete die Musik aus. Die Schritte hörten auf. Es war totenstill im Gegensatz zu vorher. Nur gelegentlich hörte man das Klirren eines Gasofens. Ich ging langsam zur Eingangstür, um zu überprüfen, ob sie tatsächlich verschlossen war. Aus dem Nichts kam dieses nervige Geräusch zurück, aber diesmal war es neben dem Haupteingang zu hören. Mir stockte der Atem. Wer auch immer da draußen stand, wusste, dass ich zu Hause war. Mein Auto stand in der Nähe des Hauses und im Wohnzimmer brannte Licht. Nach einer weiteren Minute des Wartens beschloss ich, nach draußen zu gehen und zu sehen, was sich hinter diesem Gebäude befand. Ich zog meine warme Jacke und meine Stiefel an, nahm meine Taschenlampe und ging vorsichtig nach draußen.
Und tatsächlich, um das Haus herum waren frische Pfotenspuren zu sehen. Die Fußabdrücke tauchten hinter den Bäumen auf, führten zur Eingangstür, umrundeten das Haus und kehrten dann zu den Bäumen zurück. Aber es gab noch eine weitere Auffälligkeit. Die Fußabdrücke, als ob es eine Tür gäbe. Und zwar solche, die besagen, dass niemand mehr an die gleiche Stelle neben dem großen Panoramafenster in den Raum gegangen ist, die sich nicht bewegt hatte. Es sah so aus, als ob jemand draußen stand und ins Haus spähte. Mein Herz raste, und ich fühlte mich irgendwie fehl am Platz. Was zum Teufel machte ich hier draußen? Ich war im Wald, ganz allein, ohne Handyempfang, und der Schneesturm blies mir heftig ins Gesicht. Ich suchte die Gegend ab, schaltete aber die Taschenlampe aus, als ich einen Schritt zurücktrat. Ich spürte, wie eine Welle der Angst in mir aufstieg, aber irgendwie gelang es mir, mich zu beruhigen. Ich rannte zurück ins Haus, schlug die Tür zu und verriegelte sie. Ich wollte draußen niemandem begegnen. Ich tastete nach meinem Handy, aber ich hatte nicht einmal Empfang. Die nächste Stunde blieb ich mit meinen Augen an den Fenstern kleben und erwartete, dass sich etwas bewegte. Aber da war nichts. Der Sturm begann zu wachsen und die Außenwelt wurde von einer weißen Schneedecke verhüllt. Es schien einfacher und praktischer, sich auf die Couch zu legen und die ganze Nacht dort zu bleiben. Also legte ich mich hin und deckte mich mit der Decke zu. Doch jedes Mal, wenn ich es schaffte, fielen mir die Augenlider zu, und das leise Knirschen im Schnee hallte in meinem Kopf wieder. Das Geräusch von Schritten hallte von Waldhut bis nach Hause und wieder zurück. Es war wie die Jagd nach Katzen und Mäusen. Irgendwann war ich fast im Halbschlaf, als ein unerwartet lautes Geräusch meine Gedanken unterbrach. Es kam von oben, von der Decke. Ich saß da und lauschte angestrengt. Was waren das für Feuer, war das? Es gab keinen Dachboden und es war ein einstöckiges Haus. Vielleicht war es nur der Schnee auf dem Dach, versuchte ich zu schlussfolgern. Aber dieses Geräusch klang nicht so. Es klang eher wie jemand, der auf der Decke herumtrampelte. Ich wachte auf, griff nach dem Baseballschläger, den ich zur Selbstverteidigung im Haus aufbewahrte, und ging vorsichtig ins Wohnzimmer. Die Schritte klangen so nah, als wären sie über mir, als würden einige über das Dach schleichen. Nachdem ich mein Ohr an die Decke gepresst hatte, wurde es still. Aus der Küche kam ein blecherner Klang. Ich machte mich schick und sah mich nervös um. Ein Küchenfenster war leicht geöffnet, etwas, das mir gefiel. Ich hatte es vorher nicht bemerkt. War es aufgeblasen worden? Oder bedeutete es, dass jemand versuchte, in das Haus einzudringen? Ich schloss schnell das Fenster und zog an den Vorhängen. Draußen tobten weiterhin Frühlingswinde und stürmisches Wetter, und Schnee bedeckte die Innenseiten des Glases. Aber das Gefühl, ausspioniert zu werden, hielt an. Ich kehrte auf die Couch zurück und hielt immer noch den Baseballschläger umklammert. Wenn es sich beispielsweise um eine Person handelte, was wäre, wenn sie nicht die einzige wäre? Was wäre, wenn es mehr als eine gäbe? Mir fielen einige Einbrüche in gottverlassenen Häusern ein. Männer, die in leeren Hütten lauerten, bis die Besitzer zurückkamen. Ich ging um das Haus herum und schaltete alle Lichter aus, damit es angenehmer war, sich im Dunkeln hinzusetzen. Nur das sanfte Leuchten meines Handys blieb. Ich schickte meinem Nachbarn, der etwa 10 Minuten entfernt wohnte, eine SMS, in der ich ihm sagte, dass er mich zurückrufen solle, sobald er wieder Empfang hat. Vielleicht könnte er mir helfen oder zumindest die Polizei rufen. Ich schaute aus dem schwarzen Wohnzimmerfenster in den weißen Abgrund des Schneesturms. Dann fiel mir plötzlich etwas auf. Eine schwarze Masse huschte von einem Baum zum anderen, fast vollständig vom heftigen Schneefall verschluckt. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich kniff die Augen zusammen, aber der lange Schatten verschwand. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Ich zwang mich, tief zu atmen und ruhig zu bleiben. Wieder ein Klirren, diesmal lauter und fast bedrohlich, und ich zuckte zusammen. Das Geräusch kam von draußen, aber es klang, als würde etwas gegen die Hauswand schlagen. Ich stand auf und ging zum Fenster. Ganz vorsichtig öffnete ich die Vorhänge ein Stück.
Meine Hände zitterten vor Angst und ich machte unbewusst eine Bewegung, um einen Schritt zurückzutreten. Wer zum Teufel ist dieser Typ? Was hat er hier zu suchen? Die Gestalt bewegte sich nicht, sie stand einfach nur still da und sah aus wie ein Schatten auf einer makellos weißen Leinwand. Mein Herz raste so schnell, dass ich das Blut bis in meine Ohren pochen spürte. Was sollte ich tun? Hinausgehen, ihn erledigen oder die Polizei rufen? Aber die Gestalt verschwand auf eine noch rätselhaftere Weise, als sie aufgetaucht war. Ich schaute wieder nach draußen, aber es war niemand zu sehen, wie ich es mir gewünscht hätte, keine der Gestalten. Es war, als hätte ihn gerade ein Schneesturm verschlungen. Das Handy in meiner Hand vibrierte und ich erhielt eine neue Nachricht. Es war mein Nachbar. »Ich bin in einer Minute da«, schrieb er. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn ausstieß. Zumindest würde ich eine Weile nicht allein sein. Ich stand wieder auf und setzte mich auf die Couch, um zu versuchen, meine Aufregung zu kontrollieren, bis Hilfe kam. Aber dann, und das lag hinter mir, kam dieses laute, dumpfe Geräusch. Fast so, als würde jemand gegen die Rückseite des Hauses schlagen. Ich stand auf und ging in die Küche, nahm ein Messer und bereitete mich darauf vor, zu warten, während das Adrenalin durch meine Adern strömte. Die Zeit verging so langsam, dass sie bis zur letzten Sekunde gedehnt wurde. Etwas war da und es war da, um mir Angst zu machen. Und es war erfolgreich. Als es wieder an der Tür klopfte, dieses Mal an der Vordertür, bewegte ich mich mit äußerster Vorsicht. Durch den Türspion konnte ich eine schemenhafte Gestalt erkennen, die in diesem Schneesturm fast unsichtbar war. Ich rief: »Wer ist da?« Aber das Einzige, was mir antwortete, war das Echo meiner eigenen Stimme. Das Klopfen hörte auf, aber das Gefühl einer Bedrohung war immer noch da. Ich hörte Schritte, die sich vom Haus entfernten und dann wieder zurückkamen, als wäre der Vorfall nur eine Art Hin- und Herbewegung. Schließlich öffnete ich die Tür, aber es war niemand da. Nur Fußspuren im Schnee bewiesen, dass jemand dort gewesen war. Diese Fußspuren führten jedoch nicht zur Straße, sondern in den Wald. Ich ging den Weg zurück, aber nur wenige Meter weiter war alles dicht bewachsen. Ich baute schnell das Sperrfeuer auf und verriegelte es, dann steckte ich es wieder in meine Hosentasche. Ich blieb nicht lange untätig, sondern richtete die Scheinwerfer des Autos schnell auf den Weg, der zum Haus führte. Ein Besucher war gekommen. Mein Nachbar war da. Ich eilte zur Tür und bat ihn herein. Er hatte einen dicken, warmen Mantel an, aber seine Augenbrauen sahen zerknittert aus. »Was ist hier los?« fragte er. Ohne zu übertreiben, informierte ich ihn über das Problem der Fußabdrücke, der Geräusche und der Schattengestalt. Er sah mich mit einem Blick an, als wollte er sich vergewissern, dass ich mir diese Situation nicht nur eingebildet hatte. Aber als er sah, dass ich diese seltene Situation zu ernst nahm, war er trotzdem überzeugt und nickte energisch. »Gut, gut, ich werde das verstehen. Ich gehe jetzt raus, und du bleibst hier und schließt die Tür ab.« Er war draußen, und meine einzige Möglichkeit war, ihn durch das Fenster zu beobachten. Durch die Öffnungen wehte ein Luftzug, und ich konnte sehen, wie er sich im Licht unserer Taschenlampe über die Fußspuren beugte. Nachdem er die Spuren eine Weile verfolgt hatte, ging er mit nachdenklichem Blick seine Schritte zurück. Die Fußspuren beginnen und enden in diesem Wald. Diesmal enden die Fußspuren jedoch wieder im Wald. Die Leute versuchen, einen Weg aus diesem Ort zu finden. Mir wurde plötzlich klar, dass er nur an das Geschäft dachte. Und ich fühlte mich plötzlich hilflos wie ein kleines Kind. Was machen wir jetzt? Was haben wir gemacht? Ich war etwas ängstlich und fragte: 911, beeil dich, antwortete er und ging langsam über das alte Holz der Grenze. Es ist egal, wenn es bei diesem Wetter langsam ist. Vorsicht ist am besten. Während sie im Wohnzimmer warteten, fühlte ich mich unwohl. Und dieses Gefühl wollte nicht weichen. Es herrschte eine unheimliche Atmosphäre, die sich nicht beschreiben ließ. Der Nachbar erzählte mir, dass es in letzter Zeit einige sehr seltsame Vorkommnisse in der Nachbarschaft gegeben habe. Eine Handvoll Leute behauptete, dass sie jemanden bemerkt hätten, der um ihre Häuser herumschlich, aber nur auf oberflächlicher Ebene, wie ein Hauch von Rauch.
Allerdings bin ich noch nie einem Stümper oder einem begriffsstutzigen Menschen begegnet. Manchmal versuchte er zu ungewöhnlichen Nachtzeiten gegen die Türen zu schlagen oder auf die Dächer zu klettern. Bei dem Gedanken daran zog sich mir der Magen zusammen. Hatte diese Person es auf mich abgesehen? Nach fast einer Stunde des Wartens fuhr endlich ein Streifenwagen in die Einfahrt. Ein Mann in blauer Uniform und mit Waffen steigt aus und macht sich auf den Weg durch den Schnee zum Haus. Ich kann nicht sagen, dass ich mich sicher fühlte, aber wenigstens war ich nicht allein. Ich erzählte ihm alles im Detail, angefangen bei der Chronologie, und er legte Wert darauf, jedes Wort zu hören. Danach nahm er sich die Kraft, in dem klar abgegrenzten Bereich nach Hinweisen zu suchen. Er umkreiste das Gebäude und leuchtete auf dem Weg mit seiner Taschenlampe die Bäume ab. Es sieht so aus, als hätte es keine ungebetenen Gäste gegeben, stellte er schließlich fest. Es wäre jedoch definitiv falsch, die Fingerabdrücke zu ignorieren. Ich rate Ihnen, das Haus heute zu verlassen. Es könnte ein dummer Scherz sein, aber wer weiß? Ich war angespannt. Einfach so das Haus verlassen? Aber das Gefühl, zum zweiten Mal in Folge nachts allein hier zu bleiben, war nicht weniger unerträglich. Mein Nachbar behauptete, er hätte meine Panik beobachtet und sagte mir, ich solle die Nacht bei ihm verbringen, und ich nahm die Einladung dankend an. Nachdem wir endlich ein paar notwendige Dinge zusammengesucht hatten, rannten wir aus dem Haus. Als ich in den Rückspiegel schaute, sah ich, dass das kleine Haus hinter einer festen, weißen, dicken Schneedecke immer weiter zurückblieb. Das war ein vielversprechendes Zeichen, das darauf hindeutete, dass das Haus irgendwann auftauchen würde, wenn der Winter näher rückte. »Bleib einfach ruhig«, sagte mein Nachbar, als wir sein Haus erreichten. »Ich bin sicher, dass das jemandem gehört. Und wir werden herausfinden, wem.« Ich konnte jedoch die Möglichkeit nicht ignorieren, dass dies das Ende sein könnte. Und ich bemühte mich, es aus meinem Kopf zu verdrängen. Im Haus meines Nachbarn schien alles ruhig und normal zu sein. Aber ich konnte nur schwer einschlafen. Eine bestimmte Schattengestalt vor meinem Fenster, die besonderen Fußabdrücke im Schnee und die seltsamen Geräusche auf dem Dach ließen meinen Puls rasen, selbst wenn ich noch im Liegen war. Immer wenn ich blinzelte oder meine Augen schloss, hatte ich das Bild einer Frau in weißer Kleidung vor Augen, die im Schneesturm stand, und ich konnte mir nicht erklären, warum. Was hatte sie bei mir zu suchen? Wenn das wirklich der Fall war, warum hatte sie sich dann nicht einmal die Mühe gemacht, die Haustür aufzuschließen? Zwei verschiedene Verwirrungen schossen mir durch den Kopf. Am nächsten Tag, als ich das Essen in Eile aufgegessen hatte, war ich fest entschlossen, mit meinem Nachbarn zum Ort des Geschehens zu gehen, bevor ich die Polizei benachrichtigte. Als wir dort ankamen, hatte sich der Schneesturm gelegt und die Sonne begann durch die Wolken zu blinzeln. Es war neuer Schnee gefallen und hatte die alten Fußspuren bedeckt, gefolgt von flüchtigen Anzeichen von Aktivität. Wir gingen um das Haus herum, spähten über die Fensterseiten, rüttelten an den Türen und schlossen sie ab. Alles schien in einem Vorkriegszustand zu sein. Aber mir wurde trotzdem übel. Mein Nachbar schaute finster drein, als er auf das große Fenster zum Wohnzimmer zeigte. Ich muss sagen, das musste er auch. »Schauen Sie?«, sagte er. Ich schaute und blieb stehen. Eigentlich folgte ich seiner Aufmerksamkeit. In der weißen Bettwäsche, die außerhalb des Fensters lag, war ein einzelner, deutlicher Umriss, der eines Fußes, zu sehen. Keine Schuhe, keine Turnschuhe, keine Stiefel. Nackte Fußabdrücke im Schnee draußen. »Das kann nicht sein«, murmelte ich und ging in die Hocke, um mir den Abdruck genauer anzusehen. Wer würde bei diesem Wetter seine Schuhe ausziehen und im Schnee spazieren gehen? Es war einfacher, die klare Kontur des Pfades zu erkennen. Kurz zuvor musste jemand dort gestanden haben. Nichts anderes deutete darauf hin, dass Waldbewohner vorbeigekommen waren. Es war, als wäre diese Person plötzlich verschwunden. Mein Nachbar drehte sich zu mir um und flüsterte: »Nein, das ist nicht normal. Was auch immer es ist nicht die Art von gewöhnlichen Menschen.« Er war so aufgebracht und in Panik, als er versuchte zu verstehen, was gerade passiert war. Solche Worte waren für mich schier unerträglich.
Ohne zu zögern kehrten wir um und rannten zum Haus, und ich rief erneut die Polizei an. Als die Polizisten eintrafen, wiesen wir sie auf den nackten Absatzabdruck hin, aber niemand versuchte, uns eine Erklärung dafür zu geben, ohne das Problem zu lösen. Einer der Polizisten riet uns, das Haus nicht zu verlassen, bis der Fall geklärt sei. Ich beschloss, mich daran zu halten, obwohl ich mich wegen der möglichen Missachtung des Hauses etwas unwohl fühlte. Eine andere Stimme in mir sagte, dass es eigentlich logischer sei, sich von solchen Orten fernzuhalten. Ich nahm einige meiner Sachen und kehrte nach München zurück, wo ich den Großteil meiner Besitztümer aufbewahrt hatte. Es war dunkel, als ich durch den Wald fuhr, und die Straßen waren neblig, und ich hatte diese Angst, um es mal so zu sagen. Obwohl ich versuchte, sie zu verdrängen, dass ich das Opfer meiner unheimlich getrübten Sinne werden könnte. Die Zeit verging wie im Flug, und ich versuchte mein Bestes, um den Vorfall mit dem Maulbeerbaum zu verdrängen. Obwohl das Haus seit über einem Jahr unbewohnt war, schaute mein Nachbar gelegentlich aus dem Fenster und erwartete, jemanden zu sehen. Aber dann kam ein Anruf mit leiser Stimme. Es war einer der Nachbarn. Seinem Ton nach zu urteilen hatte er es eilig, und außerdem schien die Sonne, und er befand sich auf einer Schneefläche unter ihren Strahlen. »Sie müssen sofort kommen«, befahl er einfach. »Was ist los?« fragte ich ihn, worauf er nur eines sagte. »Es ist zurückgekommen.« Verwirrt und beunruhigt stand ich auf und ging hinaus. Der Mond schien. Es war spät in der Nacht, und im Wald herrschte völlige Dunkelheit. Als ich am Haus ankam, bemerkte ich, dass das Haus in helles Licht getaucht war. Ich hatte nur vergessen, das Licht einzuschalten, bevor ich hinausgegangen war. Also musste jemand zum Haus gegangen sein. Ich rannte durch die weit geöffnete Eingangstür ins Haus. Das Haus schien unbewohnt zu sein, aber der gesamte Boden war mit Wasserpfützen bedeckt. Es sah so aus, als wäre jemand in durchnässter Kleidung im ganzen Haus unterwegs gewesen. Mein Nachbar kam hinter mir herein, und seine Stirn war sichtbar gerunzelt. »Die Spuren«, sagte er nur, während er auf den Boden blickte. Die Wasserpfützen hatten die Form von nackten Fußabdrücken. Sie begannen am Vordereingang, zogen sich quer durch das Wohnzimmer und die Küche und führten schließlich die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. Jeder einzelne ihrer Schritte war bewusst geräuschlos gesetzt worden. Die alten Dielen knarrten wie Musik. Jeder Schritt war voller Klang. Als wir oben auf der Leiter ankamen, standen wir einfach da und starrten auf die Tür des Requisitenraums, die verschlossen und verriegelt war. Ich nahm all meine Kraft zusammen und kletterte auf die Tür. Das Schlafzimmer des Hausherrn war nur spärlich beleuchtet, und nur der schwache Schimmer des Flurs sickerte durch die Türen herein. Und dort, mitten im Wurzelwerk, stand ein Mann in dunkler Kleidung, der uns den Rücken zukehrte und kein Wort herausbrachte. Ich fühlte mich, als hätte ein Zug mein Herz getroffen, und es setzte aus. Ich konnte mich nicht einmal rühren. Der Schatten, den ich sah, war groß, hatte breite Schultern und einen seltsam schräg stehenden Kopf. »Wer sind Sie?« fragte ich und stotterte meine Worte, aber die Gestalt blieb immer noch in derselben Position. Ich machte einen Schritt nach vorne, aber genau in diesem Moment berührte die Gestalt den Rücken ihres Kampfmantels. Darin war kein Gesicht. Nur Leere, die unergründliche Dunkelheit ließ selbst das Blut in meinen Adern zu Kohle werden. Ich schrie verzweifelt und rannte die Stufen hinunter, dicht gefolgt von meinem Nachbarn. Wir stürmten aus dem Haus und in den Schnee, und in diesem Moment konnte ich einfach nicht mehr richtig denken. Was war das? Ich drehte meinen Kopf herum und sah eine Gestalt am Fenster, die still dastand und nach draußen auf uns blickte. Wir erreichten mein Auto und fuhren wortlos davon. Das Haus verschwand im Rückspiegel, bis es nur noch ein winziges Licht in der Dunkelheit war. Ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gefahren, bis wir uns der Stadtgrenze von München näherten. Seit diesem Tag war ich nie wieder in dem Haus. Ich habe es zum Verkauf angeboten, aber es gab keine Käufer. Die Legende von dem verlassenen Haus im Bayerischen Wald verbreitete sich schnell in der Region. Man sprach von einem leuchtenden Objekt, das in den Fenstern des Gebäudes erschienen war.
und von Gestalten, die in der Umgebung herumschwirrten. Eine Gruppe bezeichnete es als Spukhaus, während andere alles als bloßen Aberglauben abtaten. Aber es gibt Dinge, von denen ich wünschte, ich hätte sie nicht gesehen. Da draußen ist etwas, etwas Dunkles, das im Wald wartet, darauf, dass jemand wie ich zurückkehrt. Meine Eltern hatten mich nur einmal ein ganzes Wochenende lang allein gelassen, und das mitten im Winter. Ich war 14 Jahre alt und wollte diese Freiheit ohne Eltern unbedingt haben. Es gab ein graues, respektables, zweistöckiges Mietshaus an der Stadtgrenze von Freiburg und eine sehr kleine Lichtung mit Bäumen, die im Winter normalerweise auch schneebedeckt war. Ihre Pläne sahen vor, für 2 Tage gute Freunde in München zu besuchen. Ich machte ihnen klar, dass ich durchaus in der Lage war, allein zu bleiben. Und nach einer Weile gaben sie schließlich nach. Den ersten Tag verbrachte ich damit, Pizza zu essen, Videospiele zu spielen und so viele Filme wie möglich zu schauen. Als jedoch die Nacht fortschritt und die Geräusche im Haus allmählich nachließen, bekam ich Panikattacken. Das war nicht die Art von Unbehagen, die man mit der kindlichen Angst vor dem schwarzen Mann assoziiert, der in Ecken und Winkeln lauert. Vielmehr war es ein seltsames, spürbares Kribbeln, wie wenn man das Gefühl hätte, beobachtet zu werden. Das war jedoch nur meine überaktive Fantasie, dank der blutigen Filme, die ich mir angesehen hatte. Und ich versuchte, meinen überaktiven Geist zu beruhigen. Trotzdem saß ich später am Abend im Wohnzimmer, als es draußen richtig kalt geworden war. Und als der harmlose Schnee gegen die Fenster fiel, gab es ein Geräusch, das meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Es war ein kleines Geräusch, wahrnehmbar, das in die einhüllende Stille einzudringen schien. Es war ein Klopfen, leise, als würde jemand mit dem Handknöchel gegen das Glas klopfen. Anfangs dachte ich, es sei ein Geräusch, das von außen kam, wie ein Ast, der vom Wind gegen das Fenster geweht wurde. Aber das Geräusch, das Klopfen, war kein einmaliger Versuch. Es wiederholte sich bis zum Einbruch der Dunkelheit, fast in einer regelmäßigen, sogar rhythmischen Abfolge. Langsam stand ich auf und schlich auf Zehenspitzen zu den Glastüren, die vom Wohnzimmer nach hinten führten. Auf dem Balkon, der in den Garten führte, hatte ich ein wenig mit den Vorhängen gekämpft und die tödliche Stille durchbrochen. Der Garten war still und ruhig, der Schnee lag im Kuss des Mondscheins. Es war niemand zu sehen. Ein schwerer Seufzer entwich meinen Lungen, als ich den Kopf schüttelte. Es war alles nur eine überaktive Fantasie. Das wurde mir klar. Aber das Klopfen hörte nicht auf. Es schien von einem anderen Ort zu kommen. Jetzt vom Küchenfenster. Ich ging mehr aus Angst als aus Neugier in die Küche und warf einen Blick durch das Fenster. Wieder einmal nichts Ungewöhnliches. Doch dieses Mal bemerkte ich etwas Interessantes. Es gab einige Abdrücke im frisch gefallenen Schnee vor dem Fenster. Klare, tiefe Abdrücke erstreckten sich vom Waldrand bis zum Fenster. Ich spürte, wie mir die Galle in die Kehle stieg. Es muss irgendein wildes Tier gewesen sein, schalt ich mich. Vielleicht ein wilder Hund oder ein Fuchs. Bei näherer Betrachtung sah ich jedoch das Muster in den Abdrücken. Sie waren zu groß und zu perfekt, um von einem wilden Tier zu stammen. Es waren Schritte, Fußspuren von Menschen. Angst stieg in mir auf, aber ich brachte sie unter Kontrolle. Es musste ein Scherz sein. Oder vielleicht hat sich jemand einfach ungerechtfertigte Freiheiten herausgenommen, dachte ich. Ich holte mein Handy heraus und wählte die Nummer meiner Mutter. Die Verbindung war schlecht, aber nach ein paar Sekunden war ihre heisere Stimme zu hören. Ich erzählte ihr schnell, was gerade passiert war. Sie beruhigte mich und sagte mir, dass es sich höchstwahrscheinlich nur um ein paar Nachbarskinder handelte, die mir einen harmlosen Streich gespielt hatten. Ich solle die Tür abschließen und ins Bett gehen. Aber ich konnte nicht anders. Ich wollte sicher gehen, dass das Haus so sicher wie möglich war, und so ging ich herum, überprüfte jedes Zimmer und vergewisserte mich, dass alle Fenster und Türen verschlossen waren. Als ich gerade dabei war, die Haustür abzuschließen, hörte ich wieder dieses Geräusch. Diesmal klopfte es, und zwar so leise,
dass es vom Fenster im Wohnzimmer kommen musste. Mein Herz raste. So langsam wie möglich drehte ich mich um und ging in Richtung Fenster. Der Vorhang war zugezogen, aber hinter dem Vorhang war etwas kaum Sichtbares. Es war, als würde jemand, eine echte Person, direkt am Glas entlangstreifen und aufdringlich hineinschauen. Ich keuchte und trat instinktiv einen Schritt zurück. Die frühere Gestalt verschwand jedoch nicht. Sie blieb einfach dort. In diesem Moment wollte ich schreien. Einen lauten Schrei. Aber ich unterdrückte ihn. Zart zitternd griff ich nach dem Fensterflügel und schob ihn hastig zur Seite. Dort war es völlig leer. Kein Porträt oder irgendeine Kontur war zu sehen. Nur das dunkle Fenster und der Blick auf die zugedeckte Landschaft dahinter. Ich trat einen Schritt zurück und schüttelte den Kopf. Bildete ich mir das nur so lebhaft ein? War das alles tatsächlich meine Projektion? Eine Besessenheit, die ich im Laufe des Alleinseins entwickelt hatte? Ich fing mich und wurde sanfter, atmete tief ein und schloss dann die Augen. Als ich meine Augen zum zweiten Mal öffnete, sah ich es. Im Schnee, direkt vor dem Fenster, war ein sehr klarer und deutlicher Fußabdruck. Meine Brust zog sich zusammen, mein Herz raste und meine Augen huschten überall hin. Wo war die zweite Spur? Wenn hier wirklich eine Person gewesen wäre, wie lässt sich dann erklären, dass nur eine einzige Spur zu sehen war? Mir wurde ein wenig übel und ich trat ans Fenster, um mir die Spur genauer anzusehen. Sie war tief im Schnee, fast so, als hätte jemand sein ganzes Gewicht darauf gelegt. Es sah jedoch so aus, als hätte die Person aufgehört, tatsächlich Schritte zu machen und nur Abdrücke im Schnee hinterlassen. Ich richtete meinen Blick auf den Waldrand und bemerkte plötzlich, dass sich dort drüben etwas bewegte, unter den Baumkronen. Zwischen den Stämmen schien ein Schatten zu sein, und aus irgendeinem Grund glaubte meine trockene Kehle, in der Dunkelheit zwei rot leuchtende Augen zu erkennen. In diesem Moment war ich völlig paranoid und mein Herz raste, dass ich das Blut in meinen Ohren rauschen hörte. Ich starrte immer noch auf die Augenpaare, holte mein Handy heraus und wählte erneut die Nummer der Eltern. Aber auch diesmal wurde ich nicht verbunden. Kein Signal. Aus Verzweiflung wählte ich die Notrufnummer. Aber wieder einmal herrschte Stille. Der verräterische Empfang war weg. In mir breitete sich Panik aus und das Bewusstsein, dass ich so nicht länger bleiben konnte. In diesem Moment hob ich die Taschenlampe auf der Kommode und drückte auf den Schalter. Der Lichtstrahl durchschnitt die Dunkelheit. In diesem Moment verschwanden die Augenpaare. Es war, als hätte es sie von Anfang an nie gegeben. Ich schloss die Augen und atmete mit einem Gefühl der Resignation. Ich hatte es satt, hier herumzustehen. Ich zog meine Stiefel an, schloss vorsichtig die Haustür auf und ging hinaus in die Kälte. Der Schnee unter meinen Füßen knirschte, als ich den Waldrand erreichte. Aus meinem Mund entwich weißer Dampf, und in meiner Hand zitterte das Licht meiner Fantasie. Ich ging direkt auf die ersten Bäume zu und richtete die Taschenlampe tief in den dunklen Wald. Da war nichts. Keine Aktivität, kein Geräusch, keine Bewegung. Nur Stille. Ich konnte mich jedoch noch an etwas erinnern. Das Geräusch eines leisen, sanften Kicherns, das zugleich heiser und volltönend war und direkt hinter mir ertönte. Ich drehte mich plötzlich um und ließ fast die Taschenlampe fallen. Das Gelächter verstummte fast, als wäre es nie gewesen. Im Wald herrschte nur stille Dunkelheit, die mich zu verschlingen drohte. Meine Körpergröße ließ die Dinge um mich herum hell erleuchten. Es war, als würde mein Herzklopfen in meinen Ohren außer Kontrolle geraten. Sie waren alle verschwunden und hinterließen nur schöne, leere, nicht gefrorene Schneefelder. Der Obstgarten, jeder Winkel, jeder Zaun, die frostigen Büsche, lag still und ruhig da. Das Gelächter ließ mich glauben, ich würde mir das nur einbilden, aber ich musste zugeben, dass es sich in diesem Moment so lebendig anfühlte. Ich verfolgte meinen Fuß vorsichtig. Meine Augen arbeiteten so hart und waren so angestrengt, dass ich nach dem dunklen Raum zwischen den Bäumen suchte. Niemand sonst war da. Keine Bezeichnungen,
Vielleicht abgesehen von meinen schnellen Atemzügen und den sich abzeichnenden Schritten auf dem Boden, wo Schnee lag. Beruhige dich, flehte die kleine Stimme in meinem Kopf, aber sie war immer noch nicht überzeugend. In diesem Moment verspürte ich ein Gefühl der Dringlichkeit, und ich drehte mich schnell um und ging zurück zum Haus, wobei ich versuchte, zügig, aber nicht zu schnell zu gehen, aus Angst, mich noch mehr aufzuregen. Als ich die Türschwelle erreichte, spürte ich aus irgendeinem seltsamen Grund eine Bewegung hinter mir. Ein dünner Schleier kalten Windes strich mir über den Hals, und ich hörte wieder dieses Lachen aus dem Nacken. Ich konnte mich nicht bewegen, nicht einmal umdrehen. Das Lachen war dumpf und undeutlich und klang eher so, als würde jemand neben mir kauern und dabei mehr als nur seine innere Stimme benutzen. Die Angst schnürte mir die Kehle zu. Nach einem Moment des Zögerns drehte ich mich um, schwang meine Taschenlampe und fauchte das imaginäre Geräusch an, das von hinten kam. Aber wieder hatte sich nichts geändert. Der Garten war leer, und die einzigen Fußabdrücke waren meine eigenen im Schnee, die mir erlaubten, zu entziffern, was geschehen war. Ich drehte mich langsam wieder um und schlug gegen die Tür, als ich eine weitere Kurve vor meiner Haustür bemerkte, einen Fußweg. Ich hätte schwören können, dass noch ein Fußabdruck zu sehen war, und ich bin sicher, dass er frisch war. Aber das war jenseits aller Vernunft. Die Größe der Spur schien darauf hinzudeuten, dass der Besitzer Füße gehabt haben musste, die doppelt so groß waren wie meine. Und die Form? Jemand war barfuß in den Schnee getreten, aber dieser Fuß fühlte sich überhaupt nicht natürlich an. Die Zehen waren lang und dünn, und die Ferse war übermäßig verdreht. Ich behielt den Blick auf den Weg vor mir gerichtet und versuchte, die Dinge zu durchdenken. Vielleicht war es eine Täuschung? Vielleicht hatte der Schnee die Form verändert? Aber so konnte ich nicht denken. Es schien mir, als würde die Spur mich auslachen. Ich drehte mich schnell um wieder ins Haus zu gehen, und schloss die Tür ab. Mein Atem war unregelmäßig. Ich wollte so etwas nicht mehr. Ich hätte nicht allein zu Hause bleiben sollen. Ich wollte noch einmal meine Eltern anrufen, aber als ich nach meinem Handy griff, wurde ich auf etwas aufmerksam. Der Akku des Handys war leer. Ich erinnere mich, dass ich es kurz zuvor noch hatte und der Akku größtenteils aufgeladen war. Es war niemand da, der mir das Ladegerät geben konnte, und es gab keinen Ausweg. In diesem Moment hörte ich wieder dieses Geräusch. Tap, tap, tap. Diesmal kam es von der Rückseite des Hauses. Ich stand einfach nur da und wollte weglaufen. Irgendwohin, aber wohin? Mit Herzrasen ging ich in Richtung Küche. Die Tür auf der Rückseite des Hauses öffnete sich zur Außenwelt, und mir fiel ein, dass ich sie verriegelt hatte. Langsam streckte ich meinen Hals zum Fenster. Nichts. Aber das Geräusch war immer noch da, rhythmisch und unerbittlich. Ich war wie erstarrt. Und dann, so plötzlich wie es begonnen hatte, hörte es einfach auf. Die Stille war überwältigend. Ich stand an Ort und Stelle, spähte in die Dunkelheit und wartete weiter. Ich wartete minutenlang und wagte nicht einmal, mich zu bewegen. Und dann entdeckte ich es. Ein kleines Stück Papier, das an der Außenseite der Küchentür befestigt war und das ich nicht bemerkt hatte, als ich träge meinen Kopf drehte. Die Worte waren für mich nicht sichtbar, aber es schien etwas darauf geschrieben zu sein. Ich konnte meine Hand kaum ruhig halten, die zitterte, als ich die Tür öffnete und den Zettel ergriff. Während ich mit den Fragen beschäftigt war, erregte etwas meine Aufmerksamkeit. An der Tür hing ein Zettel, sogar für Leute, die zu Hause sind. Der Zettel war in der einfachsten Sprache verfasst. Ich sehe dich. Und es sah aus, als hätte ein zitterndes Kind ihn gekritzelt. Ich schnappte nach Luft und der Zettel fiel mir aus den Händen. Wer war der Verfasser? Zu welchem Zweck? Warum jetzt? Ich hatte keine Zeit für solche Überlegungen, rannte ins Haus, verriegelte die Tür und zog die Vorhänge zu. Ich stopfte die Margarineverpackung unter meine Kleidung. Außerdem war da noch die Notiz, die auf der Veranda zurückgeblieben war. Ein schneidend kalter Winterwind zerzauste die Lagen der Lumpen, die ich gebündelt hatte. Seit einer Stunde schwirrten mir die Gedanken durch den Kopf, als Ethel und sogar diese aufdringliche Kantinenfrau an jedem Ort, an dem ich mich aufhielt.
aus dem Nichts auftauchten. Ich konnte es nicht glauben. Unbewusst konnte ich es nicht. Ein krimineller Einbrecher? Ein weiterer Stalker? Initiationen in Hülle und Fülle. Eine Verquickung? Das Leben könnte so sein, wie ich es mir vorgestellt, gemanagt, geplant und sogar verwirklicht hatte. Unwillkürlich seufzte ich, hielt dann inne und beruhigte mich. Es war die Natur. Man trägt den Wind nicht in sich. Ich frage mich, ob das eine Rolle spielt. Es hätte geholfen, alles zu erklären. Aber dann hörte ich Schritte. Leise, aber sie waren real. Sie bewegten sich die Treppe hinauf. Ich stand regungslos wie eine Statue da und hatte nicht die Kraft, mich zu bewegen. Die Geräusche kamen näher, bis sie direkt vor meiner Zimmertür waren. Ich holte tief Luft und lauschte. Dann ein unerwartetes Geräusch. Ein leises Geräusch. Ein Kratzen, als würde jemand an einer Oberfläche kratzen. Wahrscheinlich an der Tür. Ich war krank vor Angst und zwang meine Hand nach dem scharfen Türknauf zu greifen. Mit großer Anstrengung drehte ich den Knauf und stieß die Tür auf. Ich fand den Korridor verlassen vor. Die Stille war so ohrenbetäubend, dass sie mich fast erstickte. Dennoch waren die Schritte immer noch zu hören. Diesmal kamen sie von oberhalb des Raumes. Es fühlte sich an, als wäre jemand direkt über mir und würde gehen. Ich wusste, dass das unmöglich war. Es gab keinen Hartbahn-Dachboden. Dieses Haus hatte nur 2 Stockwerke. Ich lag einfach auf meinem Bett und starrte mit klopfendem Herzen an die Decke. Dann, ganz plötzlich, fiel etwas von oben herunter. Es war ein kleiner Gegenstand, der direkt vor mir auf dem Boden landete. Es war ein Foto. Ich kniete mich hin und versuchte es zu greifen. Das Foto war verschwommen, als wäre ich alt. Aber ich konnte erkennen, was es war. Es war ein Foto von einem Mädchen, vielleicht so alt wie ich, aufgenommen in einem Raum, der meinem auffallend ähnlich sah. Aber das Mädchen hatte kein Gesicht. An der Stelle, an der sich ein Gesicht befinden sollte, war eine große schwarze Fläche. Das Foto rutschte mir aus den Händen und ich wich zurück. Was bedeutete das? Wie kam dieses Foto hierher? Ich schaute zur Decke hinauf, aber da war nichts. Und alle waren verschwunden. Das Geräusch hatte aufgehört, aber das unnatürliche und beklemmende Gefühl hielt an. Ich machte eine Kehrtwende und rannte zurück in mein Zimmer, vergewisserte mich, dass ich die Tür auf jeden Fall verschloss und setzte mich auf mein Bett. Was auch immer hier geschah, war beabsichtigt und kein Unfall. Jemand oder etwas namens Thorn. Ich hatte beschlossen, dass dies ein böser Albtraum für mich sein würde. Das Tageslicht neigte sich dem Abend zu, und selbst wenn es in der Dunkelheit Geister gäbe, würde ich mich nicht bewegen. Wieder ertönte das Geräusch des Heiligen, was mich darin bestärkte, dass sich diesmal wieder jemand oder etwas im Flur befand. Diesmal waren Schritte zu hören, und ich hatte keinen Zweifel daran, dass es sich nur um eine Einbildung meiner Fantasie handelte. Langsam, zielstrebig, als wäre jeder Schritt schwer und überlegt, wurde ein Gegenstand auf meinem Boden bewegt. Der Türknauf meines Zimmers begann sich zu drehen, obwohl die Tür nicht geöffnet worden war. Ich keuchte und drückte das, was ich hatte, einen Baseballschläger in meinen Händen. Schließlich hörten die Geräusche der Schritte jedoch auf. Die Person, die außerhalb des Kampfes sichtbar war, befand sich offenbar direkt gegenüber der Tür. Die Minuten wurden zu einem quälenden Strudel der Zeit, der schweigend verging. Ich hatte meine Augen auf den Türknauf gerichtet, die Hand bereit, ihn zu drehen, da ich dachte, dass er sich jeden Moment wieder drehen würde. Aber das geschah nie. Dann ein lautes Klopfen an der Tür. Sauberer als das frühere Klopfen, aber viel kraftvoller als die früheren Klopfen, die überall im Haus zu hören waren. Ich stand auf und wich ein wenig zurück. »Wer ist da?« Meine Gedanken waren eher textlich als auditiv, aber das spielte keine Rolle. Keine Antwort. Nur wieder ein heftiges Klopfen, diesmal eher wie ein Krieger, der sein Bataillon auf sich warten ließ und hereinkam, um die Erinnerung an die Sieger zu zerschlagen. »Was wollen Sie?« schrie ich vor Wut. Aber wieder einmal weigerte sich die Luft, irgendeine Form von Antwort zu ermöglichen. Als ich auf die Tür hinunterblickte,
fühlte sich mein Herz an, als wäre es nach oben gestiegen und würde gleichmäßig gegen meine Kehle schlagen. Überrascht bemerkte ich eine kurze, ordentliche Stimme in dem Loch, das hinter der Tür scheinbar noch tiefer eingeschnitten war. »Bitte, öffnen Sie!« Die adrenalingeladene Stimme, fast unsichtbar, aber sie ließ meine Knochen und Beine leicht werden. Ich blieb einige Sekunden benommen in dieser Position. Ich war völlig bewegungslos und unfähig, auch nur den leisesten Ton von mir zu geben. Das Flüstern wurde nun zu einem Befehl. »Lassen Sie mich rein!« Es war zu einem Gähnen geworden, das sich so weit ausbreitete, dass ich spürte, wie meine Knie nachgaben und ich eilig einen Schritt zurücktrat. Aber dann herrschte Stille. Ein Zucken des Riegels war alles. Die Tür blieb geschlossen. Der Lärm in meinem Kopf würgte mich. Wer war das? Warum kam mir diese Stimme so bekannt vor? Ich versuchte, mich für einen Moment zu sammeln und öffnete die Tür. Aber da war niemand. Kein Mann, kein Schatten. Der Korridor war menschenleer und die Luft war kühl. Ich war vor Angst wie gelähmt und trat einen Schritt vor, um mich umzusehen. Es war niemand in der Nähe und es gab auch nichts, was mich hätte beobachten können. Ich ging zurück in den Raum und schlug die Tür zu, bevor ich das Schloss ein zweites Mal verriegelte. Es gab immer noch ein Problem. Ich musste dieses Haus verlassen, egal was hier noch länger geschah. Ich war sehr verängstigt, aber langsam ging ich zum Fenster und blickte hinaus in die schwarze, mondlose und verschneite Nacht. Die Wolken verdeckten den Mond, ebenso wie die Sonne und das Umgebungslicht. Dann sah ich aus heiterem Himmel, wie sich im Garten etwas bewegte. Etwa 10 Meter entfernt stand eine schemenhafte Gestalt, völlig regungslos mit an den Seiten angelegten Armen. Mein Herz raste. Ich schloss die Augen, als würde ich in die Nacht schauen. Aber neben der Dunkelheit gab es auch nichts, was man hätte erkennen können. Es war einfach nur diese Gestalt, die sich nicht bewegte. Sie schien auf irgendeine Aktion zu warten. Oder auf eine Person. Ich schämte mich sehr und war verärgert. Sie stand stattdessen auf und streckte dieses Mal ihre Hand in meine Richtung aus. Ich konnte spüren, wie das Blut aus meinem Gesicht wich. Wer ist diese Person? Und warum kann ich mich fast an ihre Anwesenheit hinter mir erinnern, die sich die ganze Zeit über schweigend bewegt hat? Die Trägheit war gewaltsam weiter auf dem Weg nach draußen, mit wenig Panik dahinter. Ich schoss das Fenster auf und rief mit erhobener Stimme: »Verschwinde! Ich sagte, lass mich in Ruhe!« Die Gestalt war jedoch im Inneren eingeschlossen. Aber so sieht das Gesicht eines Fremden für sie aus. Aber es scheint mir, als würde ich es ansehen und immer noch sprachlos darüber sein. Das Fenster war einmal in einer verriegelten Position, also bemerkte ich jetzt, dass der oberste Teil des Rahmens abgenommen wurde und schloss es absichtlich. Die Grenzen der Wohnung schienen sich mir zu nähern, als ob das Gewebe der Struktur in solchen Winkeln gebogen wäre, um mich stattdessen zu zerquetschen. Ich ließ mich auf den Boden sinken, drückte meinen Rücken gegen die Tür und versuchte nachzudenken. Aber alles, woran ich denken konnte, war: Was ist, wenn sie das Haus betritt? Was ist, wenn sie sich bereits im Haus befindet? Was ist, wenn sie schon die ganze Zeit im Haus war? Ich lehnte mich gegen die Tür. Die Minuten vergingen, aber die Gestalt bewegte sich nicht. Ich lehnte mich wieder auf den Boden und riskierte einen weiteren Blick aus dem Fenster. Sie war immer noch da. Sie hatte sich nicht bewegt, aber irgendetwas war anders. Sie stand näher am Haus. Viel näher. Es war, als hätte sie den Schnee auf einmal umgangen. Ich hatte sie nicht sehen können. Ihr Schatten war an der Wand direkt unter dem Fenster zu sehen. Ich zog meinen Kopf zurück und drückte mich gegen die Tür. In meinem Kopf herrschte zu viel Aufruhr. Wie sollte ich jetzt entkommen? Wohin sollte ich gehen? Es gab keinen Ort, an dem ich vor Gefahr sicher war. Aus heiterem Himmel drang das Geräusch leiser Kratzer an der Wand an meine Ohren. Dieses Geräusch kam direkt von außerhalb meines Fensters. Das exquisite Geräusch war absichtlich und monoton, als würden einige Finger über Holz reiben. Ich war so angespannt, dass es schwierig wurde zu sagen, wo sich Gefühle in meinem Körper befanden. Ich ging zurück zum Fenster
und hob den Vorhang Stein für Stein an. Der Mann, dessen Anwesenheit noch in der Luft lag, verschwand. Aber das Kratzen hörte nicht auf. Es ging um die Ecke, bis es direkt neben der Eingangstür aufhörte. Während ich zusah, drehte sich der Türknauf ganz langsam im Uhrzeigersinn. Jemand versuchte, in das Haus einzubrechen. Ohne nachzudenken, verließ ich mein Zimmer, rannte direkt zur Tür und schlug den Riegel vor. »Verschwinden Sie!« schrie ich. Aber das Poltern hörte nicht auf. Der Griff war immer noch aktiv und flatterte auf und ab, als wäre jemand fest entschlossen, sich den Weg hineinzubahnen. »Bitte lassen Sie mich in Ruhe!« schrie ich erneut, diesmal voller Angst. Dann kam dieser heftige Knall, als der Griff plötzlich nach oben schnellte und das Klopfen aufhörte. Ich taumelte rückwärts, starrte ungläubig auf die geschlossene Tür und versuchte zu begreifen, was ich gerade erlebt hatte. Es war fast wie eine Absprache. Der Griff drehte sich noch ein wenig heftiger nach unten, bevor er widerwillig zum letzten Mal tickte und dann bewegungslos war. Es war, als ob alle Kämpfe draußen zu Ende gingen, als ob sie das Gefühl hatten, dass es sich nicht mehr lohnte, Widerstand zu leisten. Ich wartete. Minutenlang saß ich still da, aber es passierte nichts. Schließlich holte ich noch einmal tief Luft und näherte mich der Tür. Ich spürte, wie meine Hand zitterte, als ich die Tür aufschloss, sagte er und sagte vorsichtig. Als ich die Tür langsam öffnete, konnte ich einige im Neuen Angesiedelte sehen. Mein Herz sank. Wie lächerlich. Alles war friedlich. Die Kälte von draußen, die durchdrang, war kein Mensch. Ohne das Objekt gab es keine Fußabdrücke, die in der weichen Erde wegführten. Keine Bewegung im Schnee. Es war, als hätte jemand ihre Augen ausgestochen. Gerade als ich mich zurückziehen wollte, fiel mein Blick auf den Boden vor der Türschwelle. Ein Herr mittleren Alters saß an diesem Schreibtisch. Ich beugte mich vor und entfernte langsam. Es war eine augenlose Puppe aus Keramik. Besser gesagt, jemand hatte schwarze Knöpfe an ihre Stelle genäht. Ich zitterte und konnte diese Angst tief im Wahnsinn nicht begreifen. Diese Puppe, ich hatte sogar vergessen, wie sie hieß. Ich konnte die Feuchtigkeit auf ihr spüren, als ich über ihre Oberfläche strich. Wer hat diese Puppe hierher gebracht? Wozu? Ohne nachzudenken, griff ich erneut die neoklassizistische, statuenhafte Kälte der Syncrack-Kirche an. Genug ist genug. Ich war bereit, als ich auf die Uhr schaute. Ich packte meine Sachen und das bereits aufgeladene Handy ein und wählte die Notrufnummern. Widerwillig brachte ich mich dazu, alles zu erklären, was ich getan hatte, was ein unwahrscheinliches Szenario zu sein schien. Und die Polizistin am Telefon fragte sofort, ob sie vorhätten, jemanden zu schicken. Es dauerte fast eine Stunde, bis der Streifenwagen eintraf. Die Polizisten durchsuchten die Umgebung, auch den Wald. Sie fanden nichts. Es gab keine Spuren. Es gab keine Anzeichen für irgendwelche Aktivitäten. Nur die Puppe lag und lag immer noch im Schnee, genau wie zuvor. »Wir werden das untersuchen«, sagte einer der Polizisten. »Trotzdem schlage ich vor, dass Sie diesen Ort für ein paar Tage verlassen.« Ich nickte nur und begann hastig, meine Sachen zu packen. Ich ging aus dem Gelände und drehte mich ein paar Minuten später um und sah die Puppe wieder auf einer Schneefläche liegen. Der Schnee begann wieder zu fallen und es dauerte nicht lange, bis alles unter einer riesigen und dicken Winterdecke verborgen sein würde. Aber ich wusste, dass dies nicht das letzte Mal war. Es war ein Winterurlaub in der Natur. So ruhig. Eine winzige, warme Blockhütte in einer abgelegenen Region des Schwarzwaldes. Weit weg von allem. Meine Freundin Emma und ich wollten schon seit einer gefühlten Ewigkeit hierher. Dann kam mein engster Partner, Max, mit seiner Freundin Anna. Die Hütte gehörte Max' Onkel, der sie nur zweimal im Jahr besuchte, zur Jagdsaison und um sich von der Jagd zu erholen. Die Hütte lag weit ab von der Zivilisation, umgeben von hohen Kiefern, und war am Ufer eines zugefrorenen Sees gebaut worden. Als wir unser Ziel erreichten, war der Ort von Schnee,
wie eine wunderschöne Braut gekleidet. Das Wetter war kalt und die Atmosphäre war so still, bis auf das Knacken einiger gefrorener Äste. Die Menschen brachen unter der Stille zusammen. Am ersten Abend hatten wir es uns alle am Kamin gemütlich gemacht, tranken heiße Schokolade und tauschten Geschichten aus. Das Feuer loderte weiter und gab uns das Gefühl, völlig vom Rest der Welt abgeschnitten zu sein. Es war die Art von Auszeit, die wir alle brauchten. Man neigt dazu, die Gesellschaft zu sehr zu genießen und die Zeit zu vergessen oder sogar einzuschlafen. Aber die angenehmen Gespräche dauerten an und führten weiter, bis es draußen anfing, verrückt windig zu werden. Die Fenster klapperten und ein kalter Luftzug traf uns. Es scheint schlechtes Wetter aufzuziehen, sagte Max leise und blickte zu einem alten Wetterradio, das auf dem Regal stand. Es wird das Schlimmste seit etwa 15 Jahren sein, fuhr Max fort. Wir alle sahen uns unbehaglich an. Dennoch war in diesem Moment der bloße Gedanke, von Schnee eingeschlossen zu sein, eher aufregend als beunruhigend. Das Wetter verschlechterte sich schon früh am Morgen, und das mit einem Knall. Selbst die dicken Schneeflocken, die vom Himmel fielen, blieben in der Hütte hängen, während die Außenwelt in einem weißen Nebel verschwand. Wir beschlossen, drinnen zu bleiben und den Moment zu genießen, indem wir Filme schauten und uns mit etwas Wein betranken. Im Gegensatz dazu erfüllte die Langeweile der Aussagen im Laufe der Stunden die Luft mit einem unangenehmen Geruch. Der Wind, der vor allem an den Seiten der Hütte wehte, hielt ohne Unterlass an. Das Pfeifen war so gut wie die ganze Zeit über schwer abzuschirmen. Emma schlug vor, für ein paar Minuten mit den Schneemobilen hinauszufahren, um die Umgebung zu verändern. Max und ich stimmten zu, obwohl wir alle wussten, dass wir mit diesem Wetter unnötige Risiken eingingen. Wir zogen uns alle warm an und gingen vor das Haus. Der Schnee reichte uns bereits bis zu den Knien, und so dauerte es eine ganze Weile, bis wir die Schneemobile aus der kleinen Hütte hinter dem Haus geholt hatten. »Nur eine kleine Runde bitte«, fragte ich und versuchte so selbstsicher wie möglich zu klingen, obwohl ich ein flaues Gefühl im Magen hatte. Emma und ich bekamen ein Schneemobil, während Anna und Max das zweite bekamen. Wir schalteten die Motoren ein und fuhren los, wobei wir uns an den Baumrinden orientierten, um uns nicht zu verirren. Es war schwer vorstellbar, wie der Sturm aufhören sollte, aber noch schwieriger war es, vorherzusagen, wann die Sichtverhältnisse weniger absurd werden würden. Ein paar Meter weiter war normalerweise das Papier am weitesten entfernt. Nach etwa 10 Minuten kam mir plötzlich eine Erkenntnis. Der Schnee war von Spuren gezeichnet. Tiefe Spuren, die sich kreuz und quer über unseren Weg schlängelten. »Wer würde bei so einem Wetter hier draußen sein?« war Emmas Stimme, die unter dem Dröhnen des Motors kaum zu hören war. Ich schüttelte den Kopf und wurde langsam stutzig. Keine Ahnung, vielleicht ein paar Jäger? Aber das ergab keinen Sinn, denn logischerweise würde kein vernünftiger Mensch bei einem Schneesturm auf die Jagd gehen. Ich hielt mit dem Schneemobil an und deutete auf die Laufspuren. Sie sahen ziemlich neu aus und wirkten in der beunruhigenden Stille des Schneesturms. Allein der Gedanke, dass sich jemand anderes in diesen abgelegenen Wäldern aufhielt, ließ mich erschaudern. »Lass uns umkehren«, sagte Emma sehr leise und sehr ruhig. Doch gerade als ich das Schneemobil nahm und herumwirbelte, blieb mir plötzlich das Herz stehen. Am Rand des eisbedeckten Sees stand eine Gestalt, die sich fast im Schnee versteckte. Ich war zu weit weg, um irgendwelche Merkmale zu erkennen, aber es war offensichtlich menschlich. Ein großes und schlankes, emotionsloses Wesen. Ich holte Emma ein und sagte, »Siehst du das?« Sie schüttelte langsam den Kopf. »Ja, wer ist das?« Ich nahm frustriert den Gashebel etwas zurück und Panik machte sich in mir breit. »Ich weiß nicht, Mr. Triangle, aber lass uns hier verschwinden.« Wir fuhren mit dem Schneemobil so schnell wie möglich in Richtung Hütte, und die Umrisse der seltsamen Person verschwanden in einer weißen Wand. Bei unserer Rückkehr fanden wir Max und Anna bereits dort vor, ihre Gesichter aschfahl. »Das verdanken wir ihnen.« Annas Stimme zitterte, als sie fragte, »Hast du es auch gesehen?« Ich sah das Nicken
und wir wandten beide beunruhigt den Blick ab. Jemand war auf der anderen Seite, sagte Max fast flüsternd. Aber als wir uns näherten, verschwanden sie einfach, als wären sie nie dagewesen. Wir beschlossen, den Rest des Tages drinnen zu bleiben. Draußen heulte der Wind und der Sturm ließ die Hütte erzittern. Es wurde sehr schnell dunkel und die Spannung in der Luft war schrecklich. Jede Bewegung der Gestalt konnte mit einem Todesschrei verglichen werden. Ich schaute ziemlich oft aus dem Fenster und rechnete damit, dass die Gestalt nach draußen kommen und uns von draußen anstarren würde. Irgendwann nach Mitternacht wachte ich durch ein eher ungewöhnliches Geräusch auf. Nur wenige konnten es hören, da draußen ein starker Wind wehte. Aber das Geräusch war immer noch da. Ein gleichmäßiges, sanftes Klopfen, wie das Trommeln von Fingern auf Holz. Ich drehte mich im Bett um. Neben mir lag Emma und schnarchte selig, und ich hatte ein schlechtes Gewissen, sie geweckt zu haben. Erst dann stand ich auf und schaute aus dem Fenster. Das Klopfen hielt an, aber jetzt war es etwas deutlicher. Es kam von der Veranda. Ich spürte, wie die Wände des Käfigs meines Herzens vor Erwartung bebten, als ich neugierig hinausschaute. Da war nichts, nur das trostlose Porträt mit dem Miniaturschneesturm dahinter. Ich hatte mich schon mit dem Üblichen abgefunden, als ich einige, ich kann sie sogar als solche bezeichnen, Fußabdrücke bemerkte. Schöne, anständige Fußabdrücke, die von der Verandatreppe weg direkt in den Wald zu führen schienen. Allerdings war niemand anwesend, der sie hätte hinterlassen können. Ich schloss langsam die Augen. Ich konnte die Luft auf dem Glas spüren. Die Abdrücke waren weit voneinander entfernt, was auf langsame, vorsichtige Bewegungen hindeutete. Ein kalter Schweiß begann sich zu bilden und lief mir über die Stirn. Wer sonst, der bei klarem Verstand ist, würde mitten in der Nacht, noch dazu während eines Sturms oder Schneesturms, nach draußen gehen? Und vor allem, warum waren sie direkt vor unserer Hütte? Ich widerstand dem Drang, mich aus dem Fenster zu stürzen und schüttelte stattdessen Emma wach. »Da draußen ist jemand«, sagte ich mit eiliger Stimme. Max und Anna wurden aus ihrem Schlummer gerissen, und nach einer kurzen, aber hitzigen Debatte wurde vereinbart, draußen nach dem Rechten zu sehen. Das schien verrückt, aber es war nicht weniger beängstigend, eingeschlossen zu sein, ohne zu wissen, was oder wer da draußen war. Mit Taschenlampen in der Hand und einem beunruhigenden Gefühl in der Brust traten wir vor die Haustür. Der Schneefall war dicht und der beißende Wind drang durch meine Haut. Die Stufen waren noch sichtbar und führten vom Blockhaus in den Wald. »Was zum Teufel?«, sagte Max und richtete das Licht seiner Taschenlampe auf die schlammigen Konturen des Bodens. Die waren vorher nicht da, und selbst die sind frisch. Wir zündeten unsere Taschenlampen an und näherten uns vorsichtig dem Problem. Die Spuren zogen sich weiter durch den Wald. Der Durchgang war durch die seltsame Geschichte der unregelmäßigen Entwicklung von Tauwerk, das um Bäume wuchs, entstanden. Es war, als hätte derjenige, der diese Fußabdrücke hinterlassen hatte, nicht die Absicht gehabt, irgendwie dorthin zu gelangen. Nun, wir liefen einfach im weißen Pulverschnee im Kreis. »Warum gehen wir nicht zurück?«, flüsterte Anna, aber niemand von uns hörte, dass sie sich bewegte. Wir waren so in die Seltsamkeit des Ganzen vertieft und auch so verängstigt. Und dann hörten die Fußabdrücke auf. Ganz plötzlich. In der Mitte einer winzigen Lichtung, umgeben von hochmütigen, kahlen Bäumen. Es gab keine Anzeichen für einen Rückweg und auch keine Anzeichen für einen Kampf oder eine Unordnung. Die Spuren endeten einfach, als ob der Mann aus der Welt verschwunden wäre. Als ich mit der Taschenlampe durch den Raum fuhr, spürte ich, wie sich mir die Nackenhaare aufstellten. »Was ist mit Ihnen passiert?«, fragte Emma zitternd. Ich hatte keine Antwort für das Baby. Die Lichtung war leer und ohne eine einzige Spur von Schneedecke, außer der, die nicht die letzten möglichen menschlichen Schritte überquerte. Aber etwas stürmte auf uns zu. Ich konnte es spüren. Ein schweres, erstickendes Gewicht drückte von allen Seiten gegen uns und drängte uns zurück. Wir sollten rennen. Max sprach ganz plötzlich, und ich hörte, wie seine Stimme vor Verachtung überlief. Jetzt! Er wollte gerade gehen,
Aber in diesem Moment, er wollte gerade gehen, hielt aber inne. Der Lichtstrahl seiner Taschenlampe erreichte mich nicht, und ich sah, wie sich sein Gesichtsausdruck in ein erstauntes Stirnrunzeln verwandelte. »Was zum... Was ist das?« keuchte er und richtete seinen Lichtstrahl auf den Boden. Ich richtete meinen Blick auf das Zentrum des Geschehens, und mir stockte fast das Herz. Der Boden auf der Lichtung war verzerrt. Der weiße, glatte Schnee hatte sich in eine entstellte grüne Form verwandelt. Es hatte eine runde Form und war kunstvoll mit ungewöhnlichen Figuren verziert, die in den Schnee geritzt waren. Sie waren blass und fast unsichtbar durch die unerbittliche Kraft des Windes, aber sie waren vollendet. »Wer hat das getan?« krächzte Anna und kam näher. Ich hielt ihren Arm fest und drängte sie zurück. »Nicht«, drängte ich. »Wir haben keine Ahnung, was das ist.« Irgendetwas war seltsam. Ich hatte das Bedürfnis, die Schnitzereien zu berühren und mich ihnen zu nähern. Aber ich beherrschte mich. Genau hier machte ich einen Fehler. Die Gegend, die Abdrücke, die plötzlich auf der Lichtung endeten, und die Spuren im Schnee. Das alles fühlte sich einfach falsch an. Es war, als wären wir in ein verbotenes Gebiet eingedrungen, das voller Geheimnisse war, die besser verborgen blieben. »Bitte lass uns zurückgehen«, brachte ich hervor. Die Worte kamen in einem Rausch, fast übertönt vom heulenden Wind. Emma und Max nickten beide, obwohl ihre Gesichtsausdrücke blass und gezeichnet waren. Als wir jedoch aufstanden, um zu gehen, hallte ein leises Geräusch wie ein Knurren aus dem Wald dahinter wider. Ein Geräusch, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war definitiv ein Knurren, tief, grollend und erinnerte mich an Donner, den ich einmal in der Ferne gehört hatte. Aber diesmal kam es nicht vom Himmel. Es kam von weit unter mir. Ich war völlig still. Das Einzige, was ich fühlen konnte, war mein rasender Herzschlag in meiner Brust. »Hast du das gehört?« brachte ich hervor. Max nickte. Seine Augen waren vor Angst geweitet. »Ja, was zum Teufel ist das?« Das Grollen wurde lauter, hallte im Boden wieder und näherte sich uns. Die im Schnee hinterlassenen Inschriften schienen lebendig zu sein und blinkten allmählich hin und her. Und dann, ganz plötzlich, begann der Schnee in der Mitte des Kreises einzusinken, als würde das, was unter der Erde lag, ihn langsam nach unten saugen. Wir alle wichen zurück und beobachteten mit äußerster Bestürzung, wie ein großes, dunkles Loch auf der Erdoberfläche erschien. Alles, was man hören konnte, war Stille. Kein Knurren war mehr zu hören. Die Öffnung war nicht mehr als ein paar Meter breit. Dennoch schien sie in einen bodenlosen Abgrund zu führen. Ein Schauer kroch mir den Nacken hinunter. Ein Schauer, der kälter war als der beißende Winterwind. »Wir müssen diesen Ort verlassen«, sagte ich mit vor Angst zitternder Stimme. Aber niemand rührte sich. Wir alle standen wie Statuen da und starrten auf die Grube im Boden. Dann begann etwas aus der Tiefe aufzusteigen. Zuerst war es nur die Hand, weiß wie ein Knochen und wie ein Skelett, bei dem nur die Handknochen sichtbar waren und die auf grimmige Weise aus einem Loch ragte. Ich verlor das Gleichgewicht und stieß einen unwillkürlichen Schrei aus. Die Hand umklammerte das Loch nun eher fest als locker. Sie hob sich nach oben, und ich bemerkte jedoch ein Gesicht. Es war in jeder Hinsicht weniger ein Fährmann als vielmehr ein Bettler. Ein ausgehungerter Herr mit verborgenem Schrecken und dunklen, leeren Augen, die meine Seele durchbohrten. »Lauf!« schrie Max und zerstörte damit unseren wunderbaren Moment. Wir drehten uns in unserer Verzweiflung um und rannten los wie Welpen, die sich bis zum Hals im Schnee bewegen. Die Dunkelheit hinter uns fühlte sich an, als würde sie uns an den Fersen kleben. Es war am klügsten, wenn ich drinnen blieb. Die Bäume um mich herum verloren ihre Konturen, als ich rannte, mit kalter und brennender Luft in meiner Brust. Das Knurren begann von neuem, aber diesmal war es lauter und hallte durch den Wald. Es gab ein Gerangel, das Knirschen von Schnee hinter uns. Ich schaute zurück, und die Person, die wir auf der Lichtung gesehen hatten, rannte mit beängstigender Geschwindigkeit auf uns zu.
Die Gestalt hatte lange, schlanke Gliedmaßen. Und sie ging ruckartig, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Tier handelte. Entweder waren seine Gliedmaßen nicht zum Laufen gemacht, oder sie waren es nicht gewohnt, was die Gestalt betraf. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie es bis zum zugefrorenen See geschafft haben, nachdem Sie durch den schattigen Wald gelaufen sind und offensichtlich Anzeichen von Erschöpfung aufweisen. Weiter, rief ich, während ich versuchte, sie ebenfalls zu überzeugen. Aber als ich nach vorne schaute und mich auf das konzentrierte, was in der Mitte des Waldes geschah, bekam ich fast einen Herzinfarkt. Eine weitere identische Silhouette stand träge in der Mitte des Sees und beobachtete uns. Ein Horror nach dem anderen. Die Szene war schrecklich. Mit einem Bein links und einem Bein rechts, das zum Boden geneigt war. »Was zum Teufel ist hier los?« rief sie verständnislos, fast wie ein lauter Schrei. »Was in aller Welt haben die vor?« Die Gestalten bewegten sich noch weiter auf uns zu. Sie waren blass, fast schon krankhaft dünn, und viele von ihnen hatten übergroße Münder, weil sie so viel grinsten. »Wir müssen sie umgehen«, sagte Emma und rief mich zu sich. »Vielleicht können wir uns zwischen den Bäumen vor ihnen verstecken.« Sie nickte, und wir bogen nach rechts ab und rannten um den See herum. Doch Gestalten folgten uns. Ihre Gehhilfen klapperten, aber zielstrebig, ihre Augen auf uns gerichtet. Der Schnee unter unseren Schuhen gab Geräusche von sich, weil ich Schmerzen hatte. Sie drängten uns. Irgendwo werden wir gedrängt. Raus. Ich versuchte herauszufinden, was sie vorhatten. Dann passierte es. Eine dritte Gestalt, die die Bäume vor mir durchbrach. Es war in der... Ich atmete entsetzt ein. Sie sind überall. Während er sprach, bewegte sich die dritte Gestalt vorwärts, und ich erkannte das Gesicht, genauso hohl und skelettartig wie die beiden anderen. Es hatte jedoch etwas Außerirdisches an sich. Etwas, das an... erinnerte. An was? Mein Kopf war völlig durcheinander, als ich versuchte, mich daran zu erinnern. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es ist Max' Ebenbild. Oder besser gesagt, ein verwirrter, an den Seiten größtenteils abgeschnittener Max. Max? Ja? Wir drehten uns beide plötzlich um. Max zeigte erstaunt in die Luft, auf die seltsame Gestalt, die aufrecht stand und deren Hautfarbe zu einem weißen Tuch passte. »Das ist unmöglich«, stammelte Mitchell. Max' Doppelgänger spielte mit Geldscheinen und Münzen. »Verschwinde«, schrie Max. Aber die Gestalt grinste nur noch breiter, als wäre es möglich. »Was zum Teufel willst du?« Ich beschoss die Gestalten mit meinen Worten, und der Schall breitete sich über das stille Wasser aus. Sie bewegten sich nicht. Sie taten nichts. Mir war bewusst, dass ich in diesem Moment ein Gefühl durchlebte, das als Verzweiflung bekannt ist. Es gab keinen Ausweg. Sie spielten nur mit uns, wie mit Spielzeugsoldaten, in einem erbärmlichen Sport, an dem ich nicht teilnahm. Und dann, Stück für Stück, erhoben sich die Figuren und bewegten sich aus allen Richtungen auf uns zu. »Wir müssen etwas tun«, sagte Emma mit leiser, aber zitternder Stimme. »Wenn wir hier einfach nur stehen, werden wir sterben.« Ich versuchte, meinen Kopf ängstlich in verschiedene Richtungen zu bewegen, aber es gab keinen Platz. Keine Deckung. Dann wurde mir mit Entsetzen klar, dass wir nicht allein waren. Da waren Gestalten, die auf uns zukamen. Diese Gestalten marschierten ebenfalls synchron, als würden sie von einer Trommel geleitet. Ich konnte jedes Detail der Gesichter klar erkennen. Die dünne, rissige Lippen und hohle Wangen und bedrohliche, leere Augen ohne jede Regung hatten. Plötzlich, ohne ein Wort zu sagen, kam die Gruppe zum Stehen, als hätte ein nicht wahrnehmbarer Befehl die schlafenden Höllenhunde in jedem Mitglied dieser Gruppe geweckt. Die Stille in diesem Raum war ohrenbetäubend. Ich blieb stocksteif stehen, da ich Angst hatte, mich zu bewegen oder zu sprechen, ja sogar zu atmen. Dann sagten sie gemeinsam mit einer Stimme: »Du gehörst nicht hierher.« Diese Worte trieben blass und leblos im kalten Wind. »Verschwinde, verschwinde von hier
und schau nicht zurück. Das beunruhigende, unangenehme Klopfen meines Herzens in meiner Brust ertönte im Einklang mit dem Gefühl, dass Emmas Finger meinen Arm besser umklammerten. »Was meinen Sie damit?« flüsterte sie. Die Wahrheit ist, dass ich sehr gut verstand, was sie meinten. Nein, nicht dieser Ort, dieser Wald, dieser See, er soll niemals für uns bestimmt sein. Wir haben uns auf die fremde, uralte Kruste begeben. Diese Kruste hat nichts damit zu tun, dass wir hierher gekommen sind. Nein, kam die widerwillige Antwort. Ich muss überhaupt nicht gehen. Du irrst dich. Nein, wir müssen gehen. Jetzt. Wir wichen mit unseren Köpfen immer noch den Speerträgern zugewandt. Und dann, ganz plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, rannten wir los. Für die Gestalten gab es keine Auferstehung. Da stand eine Gestalt, du bestätigter Glatzkopf und teuflisches Auge, und forderte mich auf, es durchzuziehen, wobei sich die Leere schnell zu füllen schien, nicht mit Luft und Wasser. Du kommst zu angespannten Muskeln, die den Nigger antreiben. Was hast du dir ausgedacht? Was kann es nützen, wenn es überall in der ganzen Hütte klebt? Was in aller Welt waren das für Dinger? Rief Max keuchend und an die Wand gelehnt aus. Und warum gab es einen von ihrer Art, der aussah wie ich? Ich bewegte meinen Kopf nach rechts und links und machte eine Handbewegung, als wollte ich schreckliche Erinnerungen vertreiben. Ich weiß es nicht, aber sie haben es getan. Sie haben uns befreit. Warum zum Teufel haben sie uns befreit? Die anschließende Stille war von Spannung erfüllt. Eine Stille, die von all den Dingen erfüllt war, über die man am schwersten sprechen kann. Schließlich ergriff Emma das Wort. »Wir müssen gehen«, sagte sie und blickte alle mit einem versteinerten Gesichtsausdruck an. »Wir müssen aus den Gebieten, die sogar besonders typisch für Kamslia sind, herauskommen, bis der Hurrikan stärker wird.« Aber als ich aus dem Fenster schaute, sank mir das Herz in die Hose. Der Sturm, der sich am Horizont zusammenbraute, war bereits im Haus zu spüren. Es bestand nicht die geringste Chance, dass wir bei diesem Wetter aus dem Wald herauskommen würden. Es blieb uns nichts anderes übrig, als drinnen zu bleiben und die Situation abzuwarten. Mit jeder Stunde tickte die Uhr unerträglich langsam. Ich zuckte bei jedem Knarren der Hütte und Heulen des Windes zusammen. Ich erwartete, dass die Gestalten wieder vor dem Fenster auftauchen würden. Diejenigen, die gekommen waren, um uns zu holen. Sie waren nicht mehr da. Endlich, als es hell wurde, begann sich der Sturm zu legen. Wir beeilten uns, unsere Sachen zu packen. »Wir werden in die Stadt zurückkehren«, sagte Max mit fester Stimme. »Und wir werden nie wieder hierher zurückkehren.« Als wir das Haus verließen, ließ uns die eisige Morgenluft erschauern. Der Schnee knirschte unter unseren Füßen, als wir zu den Autos gingen. Der Wald, der mit Schnee bedeckt war ruhig und ungestört, als wäre nichts geschehen. Aber ich wusste, dass dem nicht so war. Ich drehte mich um und schaute auf den See, in der Erwartung, dass die Gestalten wieder da wären und uns beobachteten. Aber im Gegenteil, er war still. Eine weiße Fläche mit dunklen Bäumen am Rand. »Lass uns gehen«, flüsterte ich, und wir sprangen alle ins Auto. Das Auto sprang an, und ich entspannte mich ein wenig. Wir verschwinden von hier. Die Rückfahrt hatte ihre ganz eigene, beunruhigende Atmosphäre. Keiner von uns sagte ein Wort. Das Gelände war unwegsam und schneebedeckt, und es fühlte sich an, als wolle das Wetter nicht, dass wir den Wald verließen. Trotzdem fuhren wir weiter und drehten die Reifen durch, die ständig auf der harten, eisigen Oberfläche rutschten. Das Lenkrad blutete in das Armaturenbrett, während meine Hände vor Anstrengung weiß wurden. Ich schaute nach hinten, zum hinteren Fenster, und dabei kam mir ein Bild in den Sinn. Was, wenn etwas an unserem Heck klebte? Was, wenn die Straße voller Fahrzeuge wieder auftauchte? Das sollte es auf dieser Fahrt nie geben. Nach einer gefühlten Ewigkeit fuhren wir endlich am Waldrand vorbei und vertraute Straßen umgaben uns, die Autobahn und die Sicherheit. Schwarz, braun und grau. Das waren die Farben, die den Hintergrund der Bilder hinter uns bildeten, und selbst während wir fuhren, wandten wir den Kopf zurück und starrten auf die bedrohlichen Umrisse des Schwarzwaldes.
eingehüllt in Nebel und Geheimnisse. Dank Falknavs Navigation glitten wir durch die Städte, bis wir unseren letzten Halt in Freiburg machten, das nicht mehr als ein Strandhaus in den Vororten der Sehnsucht war, wie Jean Zarou wohl wäre, wenn er noch dort wäre. Sozusagen die Wärme der Verwandten. Dies dauerte jedoch nur einen Moment. Diese schwere Stille konnte ich nicht länger ertragen. Max' Stimme durchbrach diese schreckliche, stille Leere. »Und was machen wir jetzt?« fragte er flüsternd, mit einem nüchternen, sanften Ton. Wir schwiegen alle. Wir wussten, was wir sahen und was wir erlebten. Aber wer würde uns schon glauben? Wir neigen dazu, dieses Thema nicht anzusprechen. Ich glaube, ich war der Erste, der nach einer längeren Pause das Wort ergriff. Wir tun so, als wäre es nie passiert. Wir kehren nie wieder an diesen Ort zurück und informieren niemanden darüber. Das taten sie alle, aber ihr Gesichtsausdruck war ernst. Es war vernünftig. Es war die einzige Möglichkeit, die schreckliche Wahrheit zu vermeiden, so zu tun, als gäbe es sie nicht. Tage verschmolzen zu Wochen, und bald kehrte das Leben zu seinem gewohnten Lauf zurück. Das war schön und gut, aber ich würde die Ereignisse dieser schicksalhaften Nacht im Wald nie vergessen. Selbst nachts, wenn alles ruhig war, wachte ich manchmal auf und hörte leise Trommelgeräusche. Trommeln, die sich anhörten, als würde eine Person mit den Fingern auf Holz trommeln. Ich wartete, bis es aufhörte, und drehte mich mit gespitzter Nase, um die Position des Lauschens zu verlängern. Dann kamen die Albträume. Und ich meine Albträume. Albträume von dunklen Schatten am Rand eines zugefrorenen Sees, deren hohle Augen mich anbohrten. Das Problem ist nur, dass ich noch nie jemandem von den Albträumen erzählt habe. Ich habe keine Erklärungen dafür gesehen. Aber irgendwo in meinem Herzen hatte ich das Gefühl, dass wir nicht so viel Glück hatten, ungestraft davonzukommen. Nicht gerade ein Glück. Eines Tages kam mit der Post ein Umschlag. Er hatte keinen Absender und keinen Namen. Nur ein leerer Umschlag. Ich öffnete ihn mit zitternden Händen. Darin befand sich ein einzelnes Bild der Winterhütte. Im Vordergrund waren 3 weitere Personen mit dem Rücken zur Kamera zu sehen. Ich bemerkte eine 4. Person, die sich in einiger Entfernung von den anderen zu befinden schien. Die 4. Person war ich. Das Foto, das ich sah, war mir eine Gänsehaut wert. In diesem Moment wurde mir klar, dass es noch lange nicht vorbei war. Es war und wird nie vorbei sein. Was wir symmetrisch im Wald destilliert hatten, würde uns nicht befreien. Es würde uns überall hin verfolgen, und es würde uns nie gelingen, ihm zu entkommen.